Recht herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Infobreak Kapitalmarkt Update von Raiffeisen Capital Management bei sommerlichen Temperaturen. Ja, zu Hitzewallungen kommt es bei mir zurzeit nicht nur aufgrund der 30 Krügeln im Schatten, sondern auch aufgrund der doch wilden Kursbewegungen an den Börsen dieser Welt. Nicht einmal 10 Börsentage ist es her, da bekamen die Risikomärkte aufgrund massiv aufkommender Rezessionsängste in den Vereinigten Staaten von Amerika einen kapitalen Schuss vor den Bug verpasst. Schwache Unternehmensergebnisse einiger amerikanischer Tech-Riesen, wie zum Beispiel Amazon und Intel, waren für den Ausverkauf ebenso verantwortlich wie auch schwache Arbeitsmarktdaten, die Angst, dass die Fed mit ihrem Zinssenkungszyklus zu spät beginnen könnte, aber auch die Situation rund um die japanische Volkswirtschaft, Stichwort Zinsanhebung inklusive dramatischen Kursanstieg der japanischen Währung, waren also ein Mix, der als Auslöser für die massiven Verwerfungen und der damit verbundenen schlechten Laune an den Finanzmärkten verantwortlich zeichneten. Jetzt die gute Nachricht. Alles schon wieder Schnee von gestern. Wie in der Hochschaubahn im Wiener Prater geht's auch schon wieder im atemberaubenden Tempo nach oben. Anhalten nicht vergessen, oder gehören Sie vielleicht auch zu den Mutigen, die bei der wilden Fahrt die Arme nach oben reißen? Gründe dafür gäbe es ja schon wieder. So konnte zum Beispiel der US-amerikanische S&P 500 Index die beste wöchentliche Performance im Jahr 2024 anschreiben. Dies führte dazu, dass die starken Verluste vom Monatsanfang bereits wieder vollständig egalisiert wurden. Als Haupttreiber für den starken Anstieg galt wie schon in den Monaten zuvor der IT-Sektor, der immerhin über 10 Prozentpunkte zulegen konnte. In Europa haben die Indizes die Kursniveaus vor der Korrektur noch nicht ganz erreicht. Aber auch hier darf man festhalten, dass das deutsche Börsebarometer, der DAX-Index, ebenso 8 Handelstage hintereinander angestiegen ist und die 18.000er Schallmauer wieder von unten nach oben durchbrochen hat. Selbst in Japan kann man nach dem doch dramatischen Kursrutsch beim Nikkei 225 Index wieder gehörig Boden gut machen und von Indextief am 6. August einen Zuwachs von 6.000 Punkten auf aktuell 38.000 Indexpunkten vermelden. So, und was bitteschön hat den Markt also zu dieser erfreulichen 180-Grad-Kehrtwende bewegt? Nun, zuerst einmal waren es die Preis- und Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, welche die Gemüter beruhigten. Nachfolgend kamen dann auch starke Daten vom Arbeitsmarkt sowie dem Einzelhandel in den USA. Einmal mehr bestätigte der US-Konsument seine Vormachtstellung als Motor der hiesigen Konjunktur. So legten die Einzelhandelsumsätze im Juli um knapp über 1% zu. Die Analystenschar erwartete hingegen nur ein blasses Wachstum von 0,4%. Auch die besonders interessanten Subkomponenten waren deutlich stärker, als die Experten geschätzt haben. Dieser positive Mix im Datenkranz also zementierte die Risk-On-Stimmung angesichts eines nun wieder erwarteten Soft-Landings. Interessantes gibt es dann auch noch von der Rohstoffseite zu berichten. So testet das Fass Rohöl gerade das Preisterrain unter 75 US-Dollar. Einen derart tiefen Preis gab es im heurigen Jahr 2024 nicht allzu oft zu sehen. Marktakteure verwiesen auf die aktuellen Verhandlungen um die Waffenruhe im Gazakrieg, wo es nach Angaben von Diplomaten einige Fortschritte geben sollte. Doch auch Nachfragesorgen, insbesondere aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus China, einem der größten Ölimporteure, ließen die Preise für das schwarze Gold nachgeben. Ebenso von immer größer werdenden Bedeutung für den Kapitalmarkt die in 76 Tagen zum 60. Mal stattfindende Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Gestern kam es zum Auftakt des viertägigen Parteitags der US-Demokraten in Chicago. Ja, und wie es aktuell aussieht, könnte Kamala Harris Geschichte schreiben, nämlich als erste Frau auf dem Chefsessel ins Weiße Haus einzuziehen. Als sogenannter Running Mate bestätigt der Parteitag den Gouverneur des Bundesstaates Minnesota, Tim Walz. Als persönliche Anmerkung sei mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass schon einmal, nämlich 2016, eine Präsidentschaftskandidatin, nämlich Hillary Clinton, über einen beachtlichen Vorsprung bei den Umfragen versus Donald Trump verfügt hat. Wie es dann ausgegangen ist, das wissen wir ja alle. Doch wie heißt es so schön, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Mit dieser Phrase will ich auch schon unseren heutigen Kapitalmarktbericht beenden. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Eine erfolgreiche Woche an den Börsen. Und schauen wir mal, was die Notenbanker dieser Welt ab Donnerstag in Jackson Hole, Wyoming, so zu erzählen haben. Doch davon das nächste Mal. Euer Christian Leinweber aus Wien.